Guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten HPO-Konjunkturupdate im neuen Jahr. Wow, weit über 300 Anmeldungen haben wir dieses Mal registriert für das heutige Webinar. Schön sind Sie heute wieder zahlreich dabei. Sie kommen aus der ganzen Dachregion, fast alle von Ihnen sind in der Industrie tätig und beinahe 50% der angemeldeten Personen sind Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf Geschäftsführungsebene. Diese geballte Schwarmintelligenz wollen wir dieses Mal nutzen. Wir machen eine kleine Neuerung und Sie sind aufgefordert, in einer kurzen Umfrage mitzumachen zur Marktdynamik. Den Link finden Sie hier in der Kommentarspalte oder über den QR-Code. Zücken Sie schnell Ihr Handy, klicken Sie auf den Link und beantworten Sie 5 Fragen zur Marktdynamik in Ihrem Unternehmen. Selbstverständlich werden die Fragen anonym übermittelt und ausgewertet, aber wir denken, es ist sehr interessant und vor allem werden wir die Resultate später in diesem Webinar gleich auch präsentieren. Also, ich werde jetzt kurz mit den obligaten Anmerkungen zum Start weiterfahren und Sie können in der Zeit die Fragen ausfüllen. Sie kennen das Spiel. Nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion für Ihre Kommentare und Fragen, die wir am Ende des Webinars beantworten werden. Die Aufzeichnung, wie gewohnt, können Sie auf unserer Webseite abrufen nach dem Webinar. Vertragskunden können auch unsere Folien abrufen über das HPO Cockpit. Der Link ist eingeblendet. Sie finden das in der Rubrik Informationen. Falls Sie noch keinen Zugang haben zum HPO Cockpit, kontaktieren Sie uns. Und nach dem Webinar freuen wir uns natürlich auf Ihr Feedback. Das sind immer sehr wertvolle Hinweise für die Vorbereitung des nächsten Webinars. Kommen wir zur Agenda. Wir fangen an, 1 Monat Trump. Was lernen wir daraus? Wir fahren dann weiter mit dem obligaten Kapitel, wie jedes Mal. Ben Boxberger, mein Kollege, wird Ihnen über die aktuelle Nachfrage in der Industrie erzählen und auch über die unterschiedliche Entwicklung der Industrieproduktion in unterschiedlichen Ländern. Der dritte Teil zu China, über die Preisentwicklung in diesem Land und schließlich natürlich auch den Ausblick für das kommende Jahr. Eigentlich wollte ich ursprünglich ein Webinar ohne Trump durchführen, denn es wird einfach wahnsinnig viel Lärm produziert. Und die Gefahr ist groß, dass wir dann einzelnen Ablenkungsmanövern leicht viel zu viel Bedeutung zumessen, während andere wichtige Themen leicht übersehen werden, die vielleicht eine sehr große Auswirkung haben. Aber nichtsdestotrotz, das Thema ist so dominant, die potenziellen Auswirkungen sind so riesig, dass wir es nicht komplett ignorieren können. Ich verspreche Ihnen aber, ich werde mich kurz und prägnant halten zu diesem Thema, damit wir nachher dann auf die Facts und Figures gehen können. Also, Trumps Wirtschaftspolitik lässt sich eigentlich auf 4 Hauptstoßrichtungen nach einem Monat zusammenfassen. The most beautiful word in the dictionary is tariff. Sie wissen schon, Tariff. Es wurde wahnsinnig viel darüber gesprochen, über Trump, über seine Zollpolitik. Er scheint das Instrument wie ein Schweizer Sackmesser zu nutzen. Es ist eine Allzweckwaffe, um Zugeständnisse, Konzessionen sowohl von Feind als auch Freunden abzuringen auf dem internationalen Parkett. Damit ist er eigentlich drauf und dran, die jahrzehntelange Errungenschaften, die mühsam im Rahmen der WTO erarbeitet wurden, in Richtung Freihandel, in kürzester Zeit zu torpedieren und niederzureißen. Nichtsdestotrotz blieb Trump bisher hinter seinen radikalsten Äußerungen aus dem Wahlkampf im Kontext von den Importzöllen dahin zurück. Die Ankündigung der 25% Importzölle gegenüber Mexiko und Kanada waren ein Schock, doch wurden sie nach scharfen Protesten und fadenscheinigen Deal auch gleich wieder zurückgenommen, bevor sie überhaupt eingetreten sind, beziehungsweise zurückgestellt. Die 10% Importzölle gegenüber China, die sind weit unter den Ankündigungen aus dem Wahlkampf, sind für China wohl verkraftbar und die 25% Abgaben auf sämtliche Aluminium- und Stahlimporte betreffen ein verhältnismäßig schmales Marktsegment. Die am 13. Februar angekündigten reziproken Zölle bedeuten im Prinzip,
dass die USA überall dort Zölle anheben wird, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner gegenüber Amerika. Die Schweiz ist diesbezüglich in einer halbwegs komfortablen Situation, denn seit vor einem Jahr hat die Schweiz sämtliche Industriezölle gegenüber dem Ausland abgeschafft, auf Null gesetzt. Insofern ist das direkt nicht so ein großes Problem. Die Schweizer Käseexporte nach Amerika dürften in dem Kontext allerdings leiden, denn da haben wir natürlich astronomisch hohe Zölle. Indirekt wird es aber auch die Schweiz betreffen, weil die wichtigsten Handelspartner der Schweiz sind ja neben den USA vor allem europäische Länder und viele andere. Und wenn diese allenfalls von höheren Zöllen betroffen werden, wird das auch deren Investitionsneigung, wenn sie Vorprodukte oder Maschinen aus der Schweiz kaufen, betreffen. Die EU hat viel mehr Zolltarife, die reichen von 0%, beispielsweise für Notebooks, bis 14%, beispielsweise für Fahrräder. Potenziell schmerzhaft ist hier der 10% Zoll auf Personenwagen, die EU auf ausländische Fahrzeuge erhebt, weil die Amerikaner, die verlangen nur 2,5% auf ausländische Personenwagen. Das heißt, hier gäbe es in Trumpscher Tit-for-Tat-Logik einen gewissen Erhöhungsbedarf. Was aber auch richtig ist, ist, dass die Pickup-Trucks und SUVs, auf diese erhebt Amerika einen Zoll von 25%. Das ist auch so bekannt unter dem Namen die Chicken Tax. Das geht nämlich auf das Jahr 1964 zurück, als Europa damals die auf amerikanisches Hühnerfleisch Zölle anhob. Und als Antwort hat damals Amerika auf SUVs, also da gab es weniger SUVs, da gab es vor allem diese kleinen Lieferwagen und Pickup-Trucks gab es auch bereits, hat damals dann einen Zoll von 25% erhoben. Ist übrigens auch der Grund, weshalb die großen deutschen Automobilhersteller ihre großen SUVs und Pickups vor allem in Amerika herstellen, um diesen Zöllen zu umgehen. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Zölle, die hier bisher beschlossen wurden, eigentlich unter den größten, schlimmsten Befürchtungen lagen, die aus dem Wahlkampf kommuniziert wurden. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Wie genau die Ausgestaltung dieser reziproken Zölle ausgestaltet sein wird, das werden wir erst im April erfahren. Bis dann sollen die Details kommuniziert werden. Was aber klar ist, was wir aus der ersten Amtszeit wissen, Trump nimmt durchaus Rücksicht auf die Wirtschaft. Beispielsweise aus der ersten Amtszeit wissen wir, dass er eine sehr große Bedeutung den Aktienkursen beimisst und das auch als Gradmesser seiner Arbeit sieht. Deshalb ist immer noch die Hoffnung, dass er vor allzu großen Dummheiten wirtschaftspolitisch Abstand halten wird. Aber eben, das ist leider Spekulation. Das zweite große Thema in Trumps Wirtschaftspolitik ist die Deregulierung. Schon am ersten Tag seiner Amtszeit hat er den Energienotstand ausgerufen, dies ermöglicht es ihm oder den amerikanischen Unternehmen, Rohstoffe einfacher abzubauen und auch den Bau von Pipelines in ökologisch sensitiven Gebieten. Konsequenzen werden für die Natur nicht so toll sein, aber wirtschaftlich wird das zumindest kurzfristig sicherlich Vorteile haben. Dritte Thema, Staatsabbau. Neben Trump ist ja auch Elon Musk omnipräsent mit seinem neuen Department of Government Efficiency. Mit einer Radikalität, die an Javier Milei in Argentinien erinnert, hat er in kürzester Zeit Zahlungen eingefroren, riesige Anzahl von Beamten zur Kündigung gedrängt oder aus ihren Büros ausgeschlossen und, man kann sich anders sagen, Chaos gestiftet. Dass Amerika ein Ausgabenproblem hat, das ist unbestritten und dass da viel Potenzial gibt, um den Staatshaushalt zu verschlanken, klar, notwendig, sicherlich nicht falsch, aber die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist höchst problematisch. Einerseits wirft diese Kompetenzüberschreitung von Musk große juristische Fragen auf, das wird die Gerichte noch lange beschäftigen. Und andererseits werden auch ethische Aspekte eigentlich ignoriert.
Einer der ersten Opfer war USAID. Das ist die weltweit größte staatliche Nothilfe- und Entwicklungsagentur der Welt. Die quasi über Nacht wurden sämtliche Zahlungen eingefroren und die Mitarbeitenden weltweit wurden aufgefordert, möglichst schnell zurück nach Amerika zu kommen. Eine ganz kleine Anekdote. Musk hat sich darüber aufgeregt, dass USAID 50 Millionen US-Dollar für Kondome in Gaza ausgab, hat er den Sinn in Frage gestellt. Er wurde dann in der Pressekonferenz von einer Journalistin darauf hingewiesen, dass mit Gaza nicht das Gaza in Israel gemeint ist, sondern das ist auch eine Provinz in Mosambik, im südlichen Afrika, wo die AIDS-Pandemie ein sehr, sehr, sehr großes Problem ist. Er war sich dessen offensichtlich nicht bewusst. Schließlich das vierte Thema, Immigration. Das scheint vor allem, bisher gab es einige publikumswirksame Rückflüge. Die Anzahl der ausgewiesenen illegalen Immigranten in Amerika blieb bisher unter den täglichen Ausweisungen unter der Biden-Administration zurück. Was sich geändert hat, ist der Stil und wahrscheinlich mit dem Ziel um weitere Immigration abzuschrecken. Die Rückweisung von Millionen illegalen Immigranten, die im Landwirtschaftssektor, in der Pflege etc. arbeiten, da wird er wohl davon zurückschrecken. Weil das würde seine Stammwähler sicherlich sehr negativ beeinträchtigen. Welchen Plan verfolgt Trump mit diesem Vorgehen? Bei der Recherche zu dieser Frage bin ich auf einen sehr spannenden Artikel von Mark Ditley in The Market der NZZ gestoßen. Die meisten Ökonomen sind sich einig, dass es bei einem Handelskrieg nur Verlierer gibt. Einige verlieren mehr, andere verlieren weniger, aber verlieren werden alle. Inwiefern sich Trump bei seinem Entscheid von einem kohärenten strategischen Plan oder von seinen Instinkten leiten lässt, das kann ich nicht beurteilen. Doch sein Finanzminister Scott Bessent und sein designierter, einflussreicher Wirtschaftsberater Stephen Miran scheinen einen Plan zu haben. Bessent war einst Analyst bei George Soros und an vorderster Front dabei beteiligt, als Soros 1992 seine berühmte Wette gegen das britische Pfund einging, gegen die Nationalbank wettete und gewann. Heute ist er selbst Hedgefondsmanager und Milliardär und eben ganz neu US-Finanzminister. Im Verständnis von Miran und Bessent stellen die USA der Welt heute kostenfreie öffentliche Güter zur Verfügung. Dazu gibt es verschiedene Interviews und Artikel, die publiziert wurden. Dazu gehört der Schutz und Sicherheit, den Amerika beispielsweise über Europa, über Teile Asiens aufspannt. Dazu gehört auch der Schutz von Handelswegen. Ein weiteres öffentliches Gut in dieser Notation ist der US-Dollar als Reservewährung. Klar, das führt dazu, dass Amerika etwas tiefere Zinsen zahlt, aber in der Logik von Miran führt das auch zu einem permanenten Aufwertungsdruck des US-Dollars, weil die ganze Welt ihre überschüssige Liquidität in US-Dollar anlegt. Und schlussendlich auch ein weiteres öffentliches Gut, der Zugang zum US-Konsumentenmarkt, der ja bekanntlich riesengroß ist. Dafür sollen gemäß deren Plan sollen dafür die Nutznießer, also die anderen Länder dieser Welt, einen adäquaten Preis dafür bezahlen. Und zwar in Form von Importzöllen und andererseits auch in Form von zinsfreien Darlehen der anderen Staaten gegenüber Amerika. Die Höhe dieses Preises soll gemäß diesen beiden vom Zugang zu diesen Gütern, soll vom Grad der Kooperation mit den USA dieser Länder abhängen. Also beispielsweise Kriterien, die da aufgeführt werden, ist beispielsweise, erhebt das Land gegenüber Amerika Zölle? Wie hoch sind diese? Betreibt das Land eine künstliche Abwertung der eigenen Währung gegenüber dem US-Dollar? Das könnte die Schweiz etwas verwundbar machen. Achtet das Land das geistige Eigentum der US-Unternehmen? Wie hoch sind die Militärausgaben? Unterstützt das Land die USA in der UNO etc.? Es
gibt also eine ganze Reihe von Kriterien, die erarbeitet werden sollen. Und Bessent in seinem Interview, das ich gesehen habe, schlägt vor, dass es so ein Ampelsystem gibt, wo jedes Land eine Farbe zugewiesen wird, grün, orange oder rot, über den Grad der Kooperation mit dem Land. Und davon hängt dann ab, wie viele Zölle diese bezahlen sollen. Das ist erst eine Theorie, eine Idee. Wie viel davon umgesetzt werden wird, werden wir in Ansätzen wahrscheinlich im April sehen, wenn der Handelsbeauftragte seine reziproken Zölle, sein Konzept dafür präsentieren muss. Was sicher ist, dieser Plan von Bessent und Mirand kann aufgehen oder auch nicht. Auch wenn die neue US-Regierung damit durchkommt, wird sie sehr viel Soft Power damit verspielen. Dieser Begriff geht auf den Politikwissenschaftler Joseph Nye zurück und bezeichnet die Fähigkeit eines Landes, andere Akteure, also meist andere Länder, so zu beeinflussen, dass diese von sich aus dieselben Ziele anstreben wie das Land mit hoher Soft Power. Eine hohe Soft Power kann erreicht werden, beispielsweise mit hoher kultureller Attraktivität, die ganzen Hollywood-Filme, die wir konsumieren, mit einer Ideologie, Einsatz für ein regelbasiertes internationales Auskommen, Einsatz für Demokratie und Menschenrechte oder auch mit dem Einsatz in internationalen Institutionen im Rahmen der WHO etc. Das sind offensichtlich Dinge, die Trump eher gering schätzt. Die USA ist aber gemäß unterschiedlichsten Rankings seit Jahrzehnten der unbestrittene Hegemon im Bereich der Soft Power. Und eine große Soft Power hat den Vorteil, dass Ziele viel günstiger erreicht werden können als mit wirtschaftlicher oder militärischer Machtausübung, der sogenannten Hard Power. Die Fähigkeit eines Akteurs zur erfolgreichen Kombination von Soft Power und Hard Power nennt Nye Smart Power. Diese scheint Trump zu fehlen, denn er setzt bekanntlich sehr einseitig auf Hard Power, auf militärische Macht und vor allem wirtschaftliche Macht. Quintessenz davon, Xi Jinping und Putin, die werden sich freuen, weil die werden gerne diese Lücke, die entsteht, versuchen zu füllen. Freude herrscht auch bei vielen US-Unternehmen. Seit Trumps Wahl hat sich der von der OECD publizierte Business Confidence Index, also das Geschäftsvertrauen, in den Vereinigten Staaten stark erholt. Das sehen Sie am rechten Ende, diese dunkelgrüne Kurve, die am Ende da steil hochgeht. Im Januar erreichte dieser Wert 99,5 Punkte, ist also immer noch ganz leicht im kontraktiven Bereich, aber es ist der höchste Wert seit über 2 Jahren mit einer klaren Aufwärtstendenz. In Europa hingegen hat sich die Stimmung weiter eingetrübt und den tiefsten Wert seit der Pandemie erreicht. Gut, damit beenden wir den Beitrag über Trump und seine Freunde und ich übergebe an Ben zur Nachfrage in der Industrie. Ja, besten Dank, Josh. Und da starten wir doch gleich mit einem Blick auf den Maschinenbau Deutschland. Wir schauen uns wieder mal die realen Zahlen an und wie sie sich entwickelt haben seit dem letzten Quartalsupdate. Sie sehen hier in der Grafik schwarz die nominalen Zahlen und grün, das uns interessiert, ist die reale Entwicklung. Wie man unschwer erkennen kann, ist da der Rückgang seit dem Höhepunkt 2022 nun bei rund 25%. Was aber positiv stimmt, ist, dass diese Kurve, also die grüne Kurve, jetzt schon weiter abgeflacht ist. Wir haben noch nicht ganz den Boden erreicht, aber doch eine klare Verlangsamung des Rückgangs erlebt. Wir sind jetzt mittlerweile wieder auf dem Niveau von Tiefpunkt 2020 und es sieht nicht danach aus, dass es noch weiter stark sinken wird. Bild so in Deutschland, in den USA, die zweite Grafik. Da sehen Sie den Maschinenbau nominal, die schwarze Kurve an sich sehr gut entwickelt. Wir sind 22 so unter den Höhepunkt erreicht. Seither hat sich das zahlenmäßig seitwärts bewegt. Wenn man aber dann die Werte in reale Werte umrechnet, dann sieht man doch auch, dass hier ein Rückgang von 13% stattgefunden hat.
Was auch auffällt, ist, dass der Höhepunkt 22 ja unter dem Höhepunkt 19 lag und dass wir jetzt beim Tiefpunkt eigentlich schon bereits unter dem Niveau von 2022 liegen. Also USA, einerseits zwar wird viel investiert oder viel Geld ausgegeben, es landet aber nicht direkt entsprechend gleichermaßen im Produktionsbereich bei den Investitionsgütern, respektive beim Maschinenbau. Ja, wie sieht da die Entwicklung beim Zyklusvergleich Maschinenbau aus? Wir schauen jetzt kurz nur den Blick auf die rote Kurve hier. Wir sind jetzt im also Richtung Dezember, hat es eine kleine Verbesserung von 0,3% gegeben. Das ist jetzt nicht die erste Aufwärtsbewegung. Wir hatten im April 2024 bereits ein kleines Plus von 0,15%, aber doch auch eben, man sieht, es verlangsamt sich. Es wird aber ganz klar, verglichen mit den Krisen seit 1990, eigentlich der längste Abschwung werden. Also wir sind jetzt dann schon bereits bei 31 Monaten, wo sich die Wirtschaft, der Maschinenbau zurückgebildet hat. Und das prägt sich natürlich auch in die Entscheidungen, in das Denken der Gesellschaft mit ein. Aber eben, wir sind immerhin, also auch wiederum positiv zu betrachten ist, der Rückgang, der ist da, aber verglichen jetzt mit der Krise 2008 ist er doch deutlich weniger ausgeprägt, als das in der Vergangenheit, als das 2008 war, und eben diese Abflachungstendenz ist zu erkennen. Wenn man das Bild ein bisschen auftut, was da sozusagen ein größeres Problem ist im Maschinenbau, ist das langfristige negative Trendwachstum. Das Trendwachstum, wie wir es berechnen, ist eigentlich die Entwicklung, dass eine Branche beispielsweise hat, wäre der Konjunktureinfluss konstant, gäbe es nicht diese Konjunkturzyklen. Und hier sehen wir halt wiederum, dass der Maschinenbau, die realen Zahlen, seit etwa 2011 ein negatives Wachstum von -1% pro Jahr haben. Wir hatten 2021, 2022 in dieser Zeit nach Corona diesen Sonderboom, dass Sie daran erkennen, dass es da diese Box gibt, die kurz hochgeht, aber dann Ende 2022, 2023 wieder sinkt. Und da ist es eigentlich sozusagen etwa die Hauptherausforderung. Entwicklung in der Schweiz ist, wenn man es real betrachtet, ähnlich. Wir hatten allerdings nicht diesen Sonderboom nach Corona. An dieser Stelle ist zu betonen, dass aber dieses negative Trendwachstum nicht für alle Zeit in Stein gemeißelt ist. Das ist eine Entwicklung, die wir in der Vergangenheit hatten, das feststellbar war. Mit entsprechenden Maßnahmen lässt sich das oder hat sich das in der Vergangenheit zu anderen Zeitpunkten oder auch in anderen Branchen beispielsweise sieht man das auch wieder ins Positive gewandelt. Typische Veränderungsgrößen hierbei sind natürlich Innovation, die einen Markt vorantreiben, und auch das wirtschaftliche Setting, das gebraucht wird, um entsprechend wirtschaftsfreundliche Politik betreiben zu können, dass da die Unternehmen sich weiterentwickeln können. Das sind so zwei Aspekte, die hier wichtig sind. Jetzt der Maschinenbau selbst, hat dieses negative Wachstum. Beispielsweise ein anderes Fall, wo das Wachstum klar positiv ist, wenn man jetzt den Umsatz für Reparaturen von Maschinen sich anschaut. Hier wiederum die realen Werte betrachtet. Und wie Sie sehen können, ist da jetzt eigentlich seit 2010, seit die Daten erhoben werden, bis rund 2021, 2022 war das Wachstum bei 1,8% pro Jahr. Und jetzt in jüngerer Zeit, als quasi die Unternehmen weniger in Maschinen investierten und mehr in den Erhalt des bestehenden Maschinenparks, ist diese Rate sogar auf 3,3% gestiegen. Wohlgemerkt, das Volumen bei den Reparaturen füllt nicht die Lücke beim Maschinenbau, aber es ist doch eine Ergänzung und ein Bereich, auf dem man sich schon länger Zeit eigentlich zusätzlich darauf aufbauen kann. Bei den Werkzeugen, da ist die Entwicklung seit 2020 eigentlich
etwas negativer. Wir hatten ursprünglich da ein Wachstum von -2%, sind jetzt auf ein Wachstum von -3% gesunken. Also die Werkzeugherstellung, die leidet natürlich unter der Schwäche im Automotive-Sektor, betrifft ganz klar den deutschen Markt. Für die Schweizer Produzenten ist diese Entwicklung entsprechend anders, also positiver, da der Automobilsektor weniger ein starkes oder ein geringeres Gewicht hat und beispielsweise MedTech, diese Bereiche, die konjunkturunabhängiger sind und immer noch in sich ein stärkeres Wachstum haben, da diese Nachfrage stützen. Auch hier gilt natürlich Innovation als großes Stichwort, um dieses langfristige Trendwachstum der Branche als Ganzes steigern zu können. Das heißt aber auch nicht wiederum, dass jedes einzelne Unternehmen dieses negative Wachstum aufweist, aber das ist in Summe ist das die Entwicklung, die wir in letzter Zeit haben und noch kein Umkehrtrend hier feststellbar ist. Ein kleiner Exkurs zum Hochbau Deutschland. Wie Sie hier auf dieser Grafik sehen können, ist die Entwicklung nach der Krise, die der Markt hatte in den Nullerjahren, hatten wir einen sehr langen positiven Aufschwung. Wir hatten 2% bis etwa 2016 und dann bis 2021 war das langfristige Trendwachstum sogar auf 3,5% gestiegen. Danach folgte ein starker Einbruch, das Trendwachstum war bei 18%. Seit 2022 sind die absoluten Zahlen um 28% zurückgegangen. Aber was man beim Trendwachstum auch erkennen kann, ist, dass sich das jetzt dann wieder stabilisiert hat. Das Trend, obwohl jetzt zwar die Ist-Werte noch am Sinken sind, ist das nach unseren Berechnungen das Trendwachstum hier wieder positiv. Mit 2% steigt diese Entwicklung an. Die Schweizer Zahlen sind gemäßigter. Also wir hatten hier während von 15 bis 2022 einen viel kleineren Aufschwung. Entsprechend ist aber auch der Rückgang weniger stark. Und wenn man dann die Umsatzzahlen anschaut, dann ist die Entwicklung noch stabiler. Kein Boom, dafür jetzt auch kein Bust, der da stattgefunden hat. Spannend wird aber auch, wenn man jetzt hier ein bisschen die Treiber dahinter sich anschaut, oder ein Treiber, der dieses Muster beim Hochbau fördert. Sie sehen nun neu eingeblendet die Zinsen, die Interbankzinsen vom Euroraum. Die Zahlen hier seit 2011 bis 2021 klar kontinuierlich zurück und dann mit diesem starken Anstieg in 2022 herum ist dann entsprechend die Nachfrage zurückgegangen. Noch plakativer sieht man das, wenn man jetzt diese Kurve quasi an der X- und an der Y-Achse spiegelt und das übereinander legt. Also Sie sehen das, muss da gar nicht groß manipulieren. Der Hochbau hängt sehr stark zusammen, wie sich die Zinsen entwickeln. Kleine Ausnahme war da 2013 mit der Euro-Krise, aber grundsätzlich gehen die Zinsen runter, geht das Volumen hoch und steigen die Zinsen stark an, ist mit einem Rückgang der Nachfrage zu rechnen. Und was man auch sehen kann, wenn die Zinsen einigermaßen stabil sind, dann erholt sich die Nachfrage hier auch wieder. Falls Sie sich noch für weitere Entwicklungen in verschiedenen Märkten Marktuntergruppen interessieren, dann sei an dieser Stelle nochmals oder wieder mal auf unsere HPO Cockpit hingewiesen. Dort finden Sie eigentlich sämtliche Zahlen zu Deutschland, USA und neu auch China, wo Sie die vergangenen Entwicklungen, die historischen Werte sich betrachten können. Eins mal hier rausgerissen mit einem sehr starken Wachstum, die Herstellung von Waffen und quasi Munition. Als Beispiel, dass da beim Auftragseingang fast 400% gestiegen ist seit 2019. Umsatzmäßig nicht ganz so stark, aber auch dort sind wir bei 200% Wachstum. Oder wenn man beispielsweise sich den Batteriemarkt in China anschaut, die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien, so sehen Sie auch, wie sich das Ganze positiv entwickelt. Und da die Daten auf dem Portal sehr
benutzerfreundlich aufbereitet sind, können sich da eigentlich sehr schnell ein Bild von den verschiedenen Märkten machen, wie sie sich entwickeln, was da passiert. Und wie gesagt, das HPO Cockpit ist für unseren Kunden kostenfrei. Das am Rande bemerkt. Wenn man jetzt die Industrieproduktion oder die Entwicklung beim Investitionsgüter sich anschaut, da lohnt es sich eben auch ein bisschen einen Blick zurückmachen. Es wird ja nicht für sich produziert, es wird ja immer für den Konsum produziert. Und was Sie hier auf dieser Grafik nun sehen können, ist der Vergleich, also die Entwicklung der Industrieproduktion der OECD, also die roten Kurven, und grün die Entwicklung des Einzelhandels, wiederum der OECD. Und wir hatten da über Jahrzehnte hinweg eigentlich ein stärkeres Industrieproduktionswachstum, als der Einzelhandel sich entwickelt hat. In der Finanzkrise 2008 hat sich das Gleichgewicht etwas geändert. Die Industrieproduktion ist weniger stark angestiegen, Fokus dann auch entsprechend hat dann mehr Richtung quasi Serviceleistungen, währenddem der Einzelhandel weiter angezogen hat. Und wenn man jetzt das jüngere Ende sich anschaut, da eben dieser starke Sprung nach Corona, dieser Shift im Konsum, dass wieder vermehrt nach physischen Gütern nachgefragt wurde, dieser sprunghafte Anstieg, der da durch die auch den staatlichen Förderungen quasi geschuldet wird, sieht man, wie das Ganze angezogen hat. Die grüne Kurve ist ganz klar, also hat sich noch weiter von der Industrieproduktion der OECD gelöst. Also die OECD, die Länder, die konsumieren, aber wo die Güter produziert werden, das ist ganz klar, das zusätzliche Volumen ist ganz klar in den asiatischen Raum abgewandert. Was man hier aber zumindest doch alleine aus den Zahlen mitnehmen kann, ist, dass eben der Einzelhandel, die Nachfrage ist weiterhin stabil. Sie sehen da auch, dass jetzt so Richtung Ende 2024 die grüne Kurve sogar wieder nach oben sieht. Also der Konsum an sich, der ist da, der ist nicht in einer Krise, wie wir das beispielsweise 2008 oder kurz während Corona der Fall gehabt hatten. Diesbezüglich lohnt sich dann auch der Blick, ja, woher oder wer produziert dann jetzt? Was hat sich da in den letzten Jahren verändert? Deshalb zuerst mal ein Blick auf die Zahlen innerhalb von Europa. Wir haben hier die Industrieproduktionen verschieden ausgewählter Länder. Ausgangslage 2019 ist quasi die Basis, 100%, und wie sich das entwickelt hat. Obenauf reitet ganz klar Polen, was rund 25% mehr Industrieproduktion hat seit 2019. Die Schweiz hat ein plus 14%. Das ist aber auch stark darauf zurückzuführen, dass eben Chemie und Pharma einen großen Anteil haben, die nicht entsprechend stark von Konjunkturzyklen abhängig sind und grundsätzlich diese Branchen ein stärkeres Wachstum haben. Die EU, gleich auf mit Spanien beispielsweise, hat sich seit 2019 um minus 0,7% zurückgebildet. Aber er kann auch sagen, dass er grundsätzlich eine Seitwärtsbewegung hatte. Aber eben hier der Konsum im gleichen Zeitraum hat um 4,2% zugenommen. Dann Deutschland, was man halt eben bei uns feststellt, sind diese minus 9%, die stattgefunden haben, die wir doch auch stark auf die Krise in der Automobilbranche zurückzuführen kann. Und Schlusslicht bei dieser Darstellung ist Großbritannien mit minus 11%, was natürlich mit dem Brexit und den auch damit selbst verschuldeten Handelsschwierigkeiten zurückzuführen ist. Aber Sie sehen eben, die Bilanz ist durchzogen, Europa an sich seitwärts, und es gibt eben auch Länder, die da in den letzten Jahren sehr stark profitieren konnten. Kann sicher auch bei Polen mit Verlagerungen von der Produktion aus Deutschland heraus zu tun gehabt haben. Machen wir einen Schritt zurück und schauen uns an, was da weltweit passiert. Ganz klar, oben auf die Entwicklung in China. China hat seit 2019 die Industrieproduktion um rund 29% steigern können, währenddem der Konsum inländisch um 22% gestiegen ist. Also eben die Produktion ganz klar ausgeweitet für den Export
in die anderen Nationen. Indien hatte auch ein gutes Wachstum. Hier ist die Industrieproduktion um 18% gestiegen. Und auch profitieren von der Entwicklung, von dieser Konsumveränderung war zusätzlich Mexiko. Die hatten ein Wachstum von 7,4% und Südkorea konnte sich um 6% hier steigern. Interessant an dieser Stelle, die USA, welche eben viel Geld auf den Markt wirft, um den Konsum zu fördern, hat sich in den letzten Jahren eigentlich seitwärts bewegt, also konnte selbst seitens Produktion nicht von diesen staatlichen Förderungen gleichermaßen profitieren. 0% Wachstum, währenddem der Konsum im Land um 12% angestiegen ist. Und schlusslich bei dieser Betrachtung Japan, welches seit 2019 einen Rückgang von rund 5% verzeichnet. Also Sie sehen, Bild sehr unterschiedlich, wer von den Entwicklungen der letzten Jahre profitieren konnte und welche Nationen davon quasi profitierten. Gut, das mal zu den Wirtschaftszahlen. Ich glaube, die Mentimeter-Umfrage ist soweit vorbereitet und übergebe daher das Wort zurück an Josh. Vielen Dank, Ben, für diese spannenden Ausführungen. Wir haben es gerade gehört, die Industrieproduktion, die stagniert in Europa oder ist in einigen Ländern sogar rückläufig. Und da nimmt uns Wunder, wie sieht das in Ihrem Unternehmen aus? Wir kommen hier zu den Resultaten der Umfrage. Wir haben 61 Personen, haben diese ausgefüllt von Ihnen. Vielen Dank dafür. Wir kommen zur ersten Frage. Wie ist die Beschäftigungssituation in Ihrem Unternehmen? Hier waren Mehrfachnennungen möglich, weil man kann ja in Kurzarbeit sein und gleichzeitig auch einen Stellenabbau planen grundsätzlich. Danke, 62 Teilnehmer. Gut, was positiv stimmt, ist, dass immerhin über 2/3 den Personalbestand entweder behalten oder ausbauen möchten. 1/3 ist in Kurzarbeit und 10% planen Kurzarbeit und 1/5 aller Antwortenden, die planen einen Stellenabbau. Also das widerspiegelt sich schon die Situation in den Zahlen, die wir vorhin gesehen haben, auch bei Ihnen. Ups, falscher Knopf. Versuche es nochmals. Welche Veränderungen erwarten Sie bei der Nachfrage im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024? Hier hält sich die Waage von denen, die eine Verbesserung erwarten und von denen, die eine Verschlechterung erwarten. Die große Mehrheit, beinahe 2/3, bleiben bei einer gleichbleibenden Nachfrage. Das stimmt in etwa mit unserer Prognose überein, wo wir bei vielen Branchen mehr oder weniger das Erreichen der Talsohle eigentlich erwarten. Sehen, kurz bevorstehen oder in einzelnen Segmenten bereits überschritten haben. Schlussendlich, aus welcher Region erwarten Sie im ersten Halbjahr eine besonders starke Nachfrage? Ja, 40% aus gar keiner Region. Am positivsten wird noch Nordamerika bewertet. 1/3 erwartet dort eine wachsende Nachfrage. Auch 1/4 aus Asien ohne China. Dann aber Europa, China, die 2 großen Regionen, da ist die positive Stimmung weniger verbreitet. Nur gut jeder 10. erwartet da eine wachsende Nachfrage. Oder eine besonders stark wachsende Nachfrage. Also auch nicht wirklich überraschend, wenn man so die Medien liest. Das ist doch. Und schlussendlich die Frage, die ich besonders spannend finde, auch aus welcher Region erwarten Sie im ersten. Also das kommt dann nachher. Zuerst noch die schwache Nachfrage. Ja, Europa, China schwingen da ganz klar oben aus. Da wird noch keine große Trendwende gesehen. Und schlussendlich, wie sind in Ihr Unternehmen eine Stärkung oder Verlagerung der Produktion in diesem Jahr geplant? Die Hälfte sagt nein, momentan keinen Ausbau der Produktion. 1/4 möchte in Europa ausbauen.
Ist auch nicht erstaunlich, weil fast alle von ihnen kommen aus der Dachregion, das ist der Heimmarkt. Viele von ihnen wir haben auch viele kleinere Unternehmen, Repräsentanten von kleineren Unternehmen, die vielleicht gar keine Standorte haben außerhalb Europas. Insofern ist für die natürlich ein Ausbau in entfernteren Ländern schwieriger. Ausbau in Nordamerika immerhin 15%, aber jetzt nicht viel stärker als in China oder im restlichen Teil Asiens. Also, ich finde das sehr spannend. Wir werden die Resultate dieser Umfrage natürlich auch in den Foliensatz einarbeiten, und bevor wir den dann in unserem Cockpit publizieren oder ihn verschicken. Gut. Ja, der nächste Aufschwung wird teilweise aus Ländern stammen, die bisher weniger im Fokus standen. Mit Service lassen sich bessere Wachstumsraten realisieren als mit Neumaschinen. Der Kostendruck steigt. In vielen Unternehmen sind Transformationsarbeiten notwendig, um vom nächsten Aufschwung, der sicherlich kommen wird, die Frage ist noch wann genau, voll profitieren zu können. Falls Sie dabei tatkräftige Unterstützung oder auch nur einen kompetenten Sparringpartner benötigen, möchte ich an dieser Stelle wieder einmal auf unsere Schwesterfirma hinweisen, HPO Management Consulting. Dort finden Sie eine geballte Industriekompetenz. Auch zeitnah möglich. Kontaktieren Sie mich für ein unverbindliches Gespräch mit einem unserer Industrieexpertinnen und Industrieexperten. Egal, was dabei herauskommt, ich garantiere Ihnen, das Gespräch wird für Sie wertvolle Denkanstöße bringen und wird keine verschwendete Zeit sein. Also, Sie sehen hier diese sympathische Truppe, geballte Kompetenz. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch. Werbepause zu Ende. Wir kommen zum letzten Teil, den ich jetzt hat es geklappt. Okay. China, wir kommen zu China, zur Deflationsspirale. Die Probleme der chinesischen Wirtschaft scheinen immer größer zu werden. Ein sehr hoher Anteil der Investitionen am BIP. Wir haben einen tiefen Konsum, wächst viel, viel weniger stark als die Industrieproduktion. Wir haben eine sehr große Abhängigkeit von Exporten und wir haben es schon gehört, der Freihandel, der ist unter Beschuss. Wir haben eine ausgewachsene Immobilienkrise, die einfach nicht enden will, trotz umfangreichen Stützungsmaßnahmen, und wir haben auch eine schnell alternde Bevölkerung. Viele Aspekte erinnern an die Situation Japans in den 90er Jahren, auch die Preisentwicklung. Wir sehen hier untere Kurve den Konsumerpreisindex und die obere Kurve den Produzentenpreisindex in China. Besorgniserregend, also die Inflationsrate ist seit 2023 da eigentlich nahezu null, teilweise negativ. Besorgniserregend sind die seit über 2 Jahren fallenden Produzentenpreise. Hier in der oberen Kurve dargestellt. Kumuliert liegt der Rückgang seit Mai 2023 bei minus 7,8%. In China droht eine Deflationsspirale. Das bedeutet, die Konsumenten zögern mit Anschaffungen in Erwartung von sinkenden Preisen. Das löst einen Druck aus auf die Unternehmensgewinne. Um die Budgets zu entlasten, werden Entlassungen notwendig, Löhne werden gekürzt, das passiert in China. Und die Konsumenten als Konsequenz, die warten noch länger mit der Anschaffung und dann geht die Spirale wieder von vorne los. Ein historisches Beispiel, ich habe es schon erwähnt, Japan. Dort sind die Konsumentenpreise damals insgesamt um rund 18% gestiegen, zwischen 1985 bis 2003. Und die Wirtschaft stagniert mehr oder weniger seit rund 30 Jahren. Die exportorientierte Industrie und die staatlichen Investitionen in die Infrastruktur sind noch die letzten Wachstumstreiber, die aber auch an ihre Grenzen stoßen. Denn sie hängen von den hohen staatlichen Subventionen ab.
Diejenigen von Ihnen, die letztes Mal dabei waren in unserem Webinar, die kennen diese Grafik. Wir haben damals vor einem Quartal das BIP für unterschiedliche Länder, das BIP-Wachstum, das sind die grünen Säulen, ins Verhältnis gesetzt zum Regierungshaushaltssaldo in Relation zum BIP. Also beispielsweise die USA, das sind Schätzungen des IWF für 2024. Für die USA schätzt der IWF ein Wachstum von knapp 3% für die USA, bei einem Staatsdefizit von beinahe um die 7%, 8% pro Jahr. Also ein extrem hohes Defizit. Und die rote Kurve ist dann die Summe aus BIP-Wachstum und Haushaltssaldo in Relation. Diese Grafik hat jetzt keinen Anspruch auf wissenschaftliche Genauigkeit, aber es soll einfach grob ein bisschen zeigen, dass eben in den USA und auch in China das verhältnismäßig hohe Wirtschaftswachstum mit einem sehr hohen Staatsdefizit erkauft wird. Zum Vergleich Deutschland nochmals, das leider bereits im zweiten Jahr in der Rezession ist, einer ganz schwachen Rezession muss man sagen, es sind keine tiefen negativen Quoten. Aber Deutschland hat auch ein viel tieferes Staatsdefizit. Das heißt, Deutschland könnte sich, wenn sich das ein höheres Staatsdefizit leisten würde auch Deutschland, davon bin ich überzeugt, ein bedeutend stärkeres Wachstum hinkriegen. Und das wird ja auch jetzt im Wahlkampf intensiv diskutiert. Ist die Schuldenbremse in Deutschland, muss die reformiert werden? Als Schweizer, als wirtschaftsliberaler eingestellter Schweizer habe ich natürlich eine sehr große Präferenz für eine starke Schuldenbremse. Die Schweiz ist damit sehr gut gefahren, aber in Anbetracht des Investitionsstaus in Deutschland könnte das durchaus auch legitim sein, diese zu reformieren und einen Push mit Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen. Kommen wir zurück zu China. Interessant an China ist, das sind ja die offiziellen Zahlen, die wir da sehen beim Haushaltsdefizit. Die ist um die 7-8%. Gemäß Schätzungen des IWF, das beinhaltet Zentralregierungen, Lokalregierungen und auch staatliche Sozialversicherungen. Es gibt aber noch diese Local Government Financing Vehicles. Das sind relativ intransparente Konstrukte, mit denen sich die Lokalregierungen verschulden. Und der IWF hat auch eine Schätzung abgegeben, wie hoch die Neuverschuldung des chinesischen Staates ist, wenn diese Local Government Financing Vehicles mit berücksichtigt werden. Und dann steigt das Staatsdefizit in China auf minus 13%, also extrem hoch. Auch die Wachstumsquote von um die 5% wird in Frage gestellt. Rhodium Group, eine bekannte Investmentfirma, die schätzt das Wachstum Chinas 2024 eher auf 2,6%, also auf 5%. Ohne diese Subventionen, also diese Local Government Financing Vehicles, die werden viel genutzt, um erstens die Infrastruktur im Land auszubauen, aber auch für den Aufbau von lokalen Industrie-Champions in den chinesischen Regionen. Das heißt, ein großer Teil dieser Differenz zwischen diesen orangen Balken, viel davon fließt in die Infrastruktur und in die Subvention der Industrie. Also ein gigantisches Volumen, das sich da aufgestaut hat. Würde China das nicht machen, dann wäre China höchstwahrscheinlich auch in einer Rezession. Also genau. Gut, dann so viel zu China. Da ist nochmals beschrieben, sind Local Government Vehicles, aber das habe ich schon alles erzählt. Da kommen wir weiter zum Ausblick. Vielen Dank, Ben. Hinsichtlich Ausblick möchten wir zuerst einen kleinen Schritt zurück machen und schauen, was wir da eigentlich vor einem Jahr, zu etwa zum gleichen Zeitpunkt, Februar 2024, für den realen Auftragseingang des Maschinenbaus Deutschlands prognostiziert hatten. Sie sehen hier eingeblendet die Prognose von damals, klarer Rückgang für 2024 und so diese Bodenbildung in Anfang 2025. Der erwartete Rückgang damals war für das vergangene Jahr bei minus 11%. Jetzt die eigentliche Entwicklung in diesem Zeitraum,
die war weniger negativ. Sie sehen, die Kurve, die Ist-Werte 24 sind früher abgeflacht. Der Rückgang lag anstelle der erwarteten 11% bei 7%. Also ist aus dieser Hinsicht positiv zu betrachten, dass eben sich der Rückgang bereits stärker verlangsamt hat. Wir führen diese bessere oder weniger starken Rückgang darauf zurück, dass eben einerseits dieser starke Konsum in den USA hatten, der weiterhin nach die beiden Regierungen diesen Konsum weiter anheizte, das dann entsprechend auch den Bedarf nach europäischen oder nach deutschen Maschinen steigerte. Und andererseits wiederum, wenn Sie da sich die blaue Kurve des Einzelhandels, ein paar Folien zuvor, sich wieder daran erinnern, dass eben der Einzelhandel im OECD-Raum weiterhin stabil ist. Der ist stabiler, als wir das erwartet hatten. Entsprechend hat sich das auch positiv auf den Rückgang ausgewirkt. Für das laufende Jahr, der Ausblick für die nächsten 6 Monate bis im Sommer ist weiterhin negativ, aber Sie sehen auch klar, dass das Bild sehr flach, die Prognose sehr flach verläuft. Wenn man jetzt die Quartalswerte anschaut, so sind wir eigentlich schon fast in einer Seitwärtsbewegung drin. Also gemäß unseren Berechnungen ist das Abwärtspotenzial nur noch gering und diese Bodenbildung, die wird sich im Verlauf des Jahres dann auch zeigen in den Zahlen. Falls es sich interessiert, wie es noch weitergeht, wie es in 18 Monaten ausschaut und wie es in den nächsten 5 Jahren ausschaut, dann kontaktieren Sie uns. Gerne machen wir für Sie eine Grobanalyse und besprechen, wie es für Ihren Betrieb direkt aussieht. Wenn wir jetzt, abgesehen vom Maschinenbau, nochmals ein bisschen aufzeigen, was wir bei den anderen Branchen erwartet haben, das ist jetzt die Einschätzung vom November 24, also vom letzten Webinar. So sehen Sie Kurven, die Pfeile mehrheitlich abwärts oder ein bisschen seitwärts. Und beim Textilmaschinenmarkt, da haben wir eine anstehende Erholung erwartet. Jetzt die Veränderung, ich hüpfe da mal kurz hin und her, betreffen mit den neuesten Zahlen vor allem den Maschinenbau. Also wir sind jetzt flach geworden, weiter voraus Richtung Sommer 2025. Noch ein kleiner Rückgang beim Maschinenbau. Bei den Werkzeugmaschinen erwarten wir bereits eine gewisse Erholung. Die anderen 4 hier aufgezeigten Branchen, da ist die Entwicklungsrichtung gemäß unserer Modellberechnungen weiterhin noch die gleiche. Zusammengefasst, wenn man so die Situation sich nochmal anschaut, was uns momentan beschäftigt, eben der Handelskrieg, die Zölle, die potenziell anstehen, die geopolitischen Risiken, Regierungskrisen in Europa, die wir haben, wo Italien schon fast die stabilste Regierung momentan bildet, Automotive-Krise, insbesondere in Deutschland, diese stärker wachsende Konkurrenz aus China und diese kleine Rezession, die wir in Deutschland haben. Da könnte man auch immerhin das Gefühl haben, die letzten 31 Monate, die gehen jetzt weiter so, wie wir das gehabt haben. Also die Kurve zeigt nach unten. Aber eben das Glas ist nicht zwingend leer, sagen wir mal, es ist halb voll. Wir haben, wenn man da auf diese Punkte antwortet, Amerika bleibt abhängig von Importen aus dem Ausland. Sie können nicht von heute auf morgen einfach auf eine inländische Produktion umstellen. Das ist nicht ganz so einfach, wie sich das Präsident Trump vielleicht erwartet. Also da die Nachfrage bleibt stark und wir sehen auch die Ausgestaltung der quasi Zollmaßnahmen, dass da was gesprochen wird und was da in Details ausgearbeitet wird, doch zum Teil recht weit auseinandergehen könnte. Wir haben in Europa als Ganzes keine Rezession. Wir haben weiterhin eine tiefe Arbeitslosigkeit. Tiefe Arbeitslosigkeit heißt auch, dass der Konsum stabiler ist, dass die Leute weniger Angst haben, heute zu konsumieren. Das stützt, also da positive Signale. Wir haben grundsätzlich so das Ende der Kompensation dieser Boomphase, also wir hatten jetzt diesen negativen Unterschwinger aufgrund der Boomphase 21/22 in der Industrie insgesamt. Das ist jetzt eigentlich quasi zu Ende. Also dort auch wiederum erholt sich die Nachfrage, auch Lagerbestände können längerfristig wieder aufgebaut werden. Positive Signale von dort her.
Wir haben weiterhin, dass die Dachregion ein starker Technologiecluster ist, mit globaler Ausstrahlung. Also hier besteht viel Potenzial, Innovationskraft ist da, kann auch gefördert werden, also es gibt Potenzial da, das auszubauen. Und grundsätzlich eben Europa hat Wachstumspotenzial. Man darf nicht vergessen, Europa ist quasi immer noch genau gleich groß wie das BIP von China. Also es ist kein kleiner Markt, Europa ist ein großes Markt, der Potenzial hat und das jetzt auch in der nächsten Zeit auch wieder für mehr positive Signale führen kann. Also aus unserer Sicht nicht halb leer, sondern eher halb voll das Glas. Vielen Dank, Ben. Das nehmen wir mit. Das Glas ist halb voll und wie der Draghi-Bericht gezeigt hat, es gibt noch riesiges Potenzial für Wachstum in Europa, wenn wir es schaffen, diese Handelsbarrieren, nicht tarifäre Handelshemmnisse innerhalb von Europas abzuschaffen. Das ist etwas, das wir angehen können, ganz ohne Abhängigkeit von Trump, Putin und Xi Jinping. Da können wir Europäer selbst unser Schicksal in die Hand nehmen. Und dazu wünschen wir uns eine starke, entschlossene, positive neue deutsche Regierung. In wenigen Tagen am Sonntag ist Wahlsonntag. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Wahltag, wie immer Sie sich entscheiden. Schaffen Sie doch für klare Verhältnisse und für einen Ruck, der durch Deutschland geht, weil dann wird auch ein Ruck durch Europa gehen und das brauchen wir alle. Wir kommen zu den Fragen, es sind wenige Fragen eingetroffen. Also erst noch ganz kurz, hin und wieder gibt es Probleme mit der Darstellung. Falls das so ist, versuchen Sie ein anderes Gerät. Es kann nämlich sein, dass Ihre Sicherheitseinstellungen Ihres Unternehmens die Teilnahme oder das Anschauen des Videos verhindert. Also da immer dann auf alternative Geräte umschwanken, falls das mal ein Problem sein sollte. Wir kommen zu den Fragen. Bruno Gattomen fragt, zeigen sich Investitionen in Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion, Stichwort ESG, irgendwo in den Trends und Statistiken? Ich habe diese Zahlen nicht präsent. Ich meine gehört zu haben, und es macht auch Sinn, dass Amerika diese Zahlen unter dem Inflation Reduction Act durchaus gestiegen sind. Das ist der Teil der Subventionen unter Biden gewesen. Ob das jetzt abgebaut wird oder nicht unter Trump, das steht noch in den Sternen. Wahrscheinlich nicht vollumfänglich, weil viele Stammwähler Staaten, die sehr republikanisch geprägt sind, die profitieren überproportional unter dem Inflation Reduction Act. Also Trump wird sich zweimal überlegen, welche dieser Maßnahmen er zurückbauen wird. Ben, ich weiß nicht, hast du Zahlen präsent zu diesem Thema? Und sonst werden wir das nachliefern. Nein, also mir sind jetzt auch keine konkreteren Zahlen bekannt. Also es ist natürlich klar, dass die Investitionen in die Nachhaltigkeit schlussendlich im gesamten Kontext, in den gesamten Daten beinhaltet sind. Könnte man sich sagen, dass ohne diese Investitionen vielleicht das Trendwachstum noch ein bisschen negativer wäre. Also es gehört zum ganzen Teil, aber einzeln ausgewiesen, da haben wir die Zahlen bis jetzt nicht verfolgt. Vielen Dank. Aber es ist ein guter Denkanstoß für eines der nächsten Webinare. Das nehmen wir mit. Dann noch die letzte Frage von Klaus Luther. Sollte die Abkopplung von Konsum- und Industrieproduktionswachstum nicht ein Potenzial für eine kommende Rosse sein? Ja, selbstverständlich. Das Problem ist, dass wir uns in Europa, auch in Amerika, bis zu einem zum großen Grad von der Produktion von Konsumgütern verabschiedet haben. Da ist wahnsinnig viel in Richtung Asien abgewandert und die werden diese Marktanteile nicht so schnell, nicht so leicht wieder zurückgeben. Also ja, es gibt Potenzial, aber das wird alles andere als ein Spaziergang zu sein. Natürlich mit Automation, Robotik gibt es auch wieder Chancen, um außerhalb Asiens kompetitiv produzieren zu können. Das sind Potenziale, die es zu erschließen gilt. Aber es wird mit Schweiß und Arbeit verbunden sein, da wieder Marktanteile zurückzugewinnen. Gut, wir sind unglaublich gut in der Zeit und das wollen wir auch so behalten. In diesem Sinne, wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, Sie konnten da ein paar wichtige Denkanstöße mitnehmen. Denken Sie daran, falls Sie noch weitere Denkanstöße zu Transformationsprojekten in Ihrem Unternehmen möchten, kontaktieren Sie mich ebenfalls, falls Sie an
unternehmensspezifischen Auftragseingangsprognosen interessiert sind. Wir sind sehr gerne für Sie da. Einfach für ein unverbindliches Gespräch bei einem virtuellen Café einfach kontaktieren. Ich wünsche Ihnen eine gute Wahl und letzter Hinweis, nach dem Webinar ist vor dem Webinar der nächste. Sie haben wieder Gelegenheit, uns zuzuhören am 21. Mai, wie gewohnt, zu früher Stunde um 7:30 Uhr. Die Anmeldung ist ab sofort offen. Vielen Dank und einen erfolgreichen Tag. Auf Wiedersehen.